Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In seinem Buch Über die Psychologie des Geldes. Zeitlose Lektionen über Reichtum, Gier und Glück. Entfaltet Morgan Housel eine faszinierende Auseinandersetzung mit den finanziellen Entscheidungen, die Menschen treffen, und den psychologischen Kräften, die diese Entscheidungen beeinflussen. Mit einer Mischung aus historischen Beispielen, fesselnden Erzählungen und praktischen Ratschlägen bietet Housel eine tiefgehende Analyse darüber, wie Geld unser Denken, Verhalten und letztendlich unser Leben prägt. Die Einsichten in diesem Buch erheben sich über die typischen finanztechnischen Ratgeber hinaus, indem sie nicht nur Wissen über Geld, sondern auch über das menschliche Verhalten vermitteln. Housel erforscht, wie Faktoren wie Ungeduld, Selbstzufriedenheit und Übermut unseren finanziellen Erfolg beeinflussen können und gibt Lesern die Werkzeuge an die Hand, ihre eigene finanzielle Geschichte besser zu verstehen und zu gestalten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Rolle von Ego und Gier beim Investieren. Morgan Housel widmet sich in einem seiner Kapitel ausführlich der Rolle, die Ego und Gier in finanziellen Entscheidungen spielen. Er argumentiert, dass viele finanzielle Fehltritte nicht durch mangelndes Wissen über Geld, sondern vielmehr durch psychologische Fallen wie Übermut und Gier verursacht werden. Housel verwendet anschauliche Beispiele aus der Geschichte, um zu zeigen, wie selbst die klügsten Investoren Fehler machen, wenn sie von ihren Emotionen geleitet werden. Die Gier nach mehr und das Streben, besser als andere zu sein, können oft zu riskanten Entscheidungen führen, die in wirtschaftlichen Verlusten resultieren. Der Autor betont, wie wichtig es ist, diese Emotionen zu erkennen und zu kontrollieren, wenn man langfristigen finanziellen Erfolg erzielen will. Zweitens: Geduld und langfristige Denkweise. Ein weiteres zentrales Thema in Über die Psychologie des Geldes ist die Bedeutung von Geduld und einer langfristigen Perspektive bei Investitionen. Housel erklärt, dass der Wunsch nach sofortiger Befriedigung ein häufiger Stolperstein ist, der Anleger dazu verleitet, kurzfristig zu denken und dabei das große Bild aus den Augen zu verlieren. Durch die Analyse von erfolgreichen Investoren und Ökonomen zeigt er auf, dass diejenigen, die langfristige Strategien verfolgen und Geduld bewahren, in der Regel finanziell erfolgreicher sind. Er rät dazu, Investitionsentscheidungen auf der Basis von langfristigen Zielen und soliden Fundamenten zu treffen, anstatt sich von kurzfristigen Marktfluktuationen oder Modetrends beeinflussen zu lassen. Drittens: Der Einfluss von sozialem Druck und Erwartungen. Housel diskutiert auch, wie sozialer Druck und die Erwartungen anderer unsere finanziellen Entscheidungen beeinflussen können. In einer Welt, in der soziale Medien und der Vergleich mit anderen allgegenwärtig sind, können Menschen leicht dazu verführt werden, finanzielle Schritte zu unternehmen, die mehr darauf abzielen, Anerkennung zu erhalten, als auf ihre tatsächlichen finanziellen Bedürfnisse einzugehen. Der Autor unterstreicht die Wichtigkeit, sich nicht von der sogenannten Joneses-Falle, dem Bedürfnis, mit den Nachbarn Schritt zu halten, verleiten zu lassen und stattdessen Entscheidungen zu treffen, die mit persönlichen finanziellen Zielen und realistischen Möglichkeiten in Einklang stehen. Viertens: Risiko und Unsicherheit verstehen. Das Verständnis von Risiko und Unsicherheit ist ein weiteres wesentliches Element des Buches. Housel erläutert, wie eine realistische Auffassung von Risiko und eine angemessene Vorbereitung auf Unsicherheit entscheidend für den finanziellen Erfolg sind. Er betont, dass Risiko nicht nur als Gefahr, sondern als integraler Bestandteil jeder finanziellen Entscheidung gesehen werden sollte. Durch eine sorgfältige Analyse und das Abwägen von potenziellen Risiken und Erträgen können Investoren bessere Entscheidungen treffen. Housel rät dazu, sich stets der potenziellen Negativszenarien bewusst zu sein und einen Plan für unvorhergesehene Ereignisse zu haben. Schließlich die Bedeutung von Zuversicht und Selbstreflexion. Schließlich thematisiert Housel die Bedeutung von Selbstvertrauen und der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Er argumentiert, dass Zuversicht eine entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, die Kontrolle über die eigene finanzielle Zukunft zu übernehmen. Jedoch warnt er auch vor zu großem Selbstvertrauen ohne die nötige Selbsteinschätzung. Leser werden ermutigt, ihre eigenen Annahmen kritisch zu hinterfragen und immer offen für Lernmöglichkeiten zu bleiben.
Diese Selbstreflexion ist entscheidend, um aus Fehlern zu lernen und sich kontinuierlich in finanziellen Fragen zu verbessern. Zusammenfassend: Morgan Housels. Über die Psychologie des Geldes ist ein essentielles Buch für jeden, der sich für Finanzen und die psychologischen Aspekte, die diese beeinflussen, interessiert. Es bietet tiefe Einblicke, wie Emotionen und soziale Einflüsse unser Verhalten im Umgang mit Geld prägen können, und lehrt uns, besser darüber nachzudenken und zu handeln. Indem es zum kritischen Denken und zu einer bewussten finanziellen Lebensführung anregt, ist dieses Buch eine wertvolle Ressource für jeden, der seine finanziellen Entscheidungen verbessern und ein wohlhabenderes, zufriedeneres Leben führen möchte. Es richtet sich nicht nur an Finanzexperten, sondern an jeden, der seine Beziehung zu Geld und dessen Auswirkungen auf das persönliche Glück verstehen möchte. Wenn Sie unterstützen möchten, Morgan Housel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.